Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Man hat es gar nicht so kommen sehen. Es war nicht langfristig angekündigt. Und plötzlich ist diese Woche zu einer Demonstrationswoche gegen Rechtsextremismus geworden. Und das überall in der Republik. Bildlich am eindrücklichsten sind natürlich die Massenproteste in den Metropolen, wie gestern in Hamburg oder heute in Frankfurt, wo sich Zehntausende versammelten. Aber für die Demokratie vielleicht noch viel bedeutender sind die vielen Demos in der Breite der Republik, auch in kleineren Städten wie hier in Stralsund, in Erfurt, in Braunschweig, in Münster. Praktisch überall gingen Menschen auf die Straße. Auch solche, die das sonst nie tun. Norman Odenthal berichtet aus Dortmund. Die Augen müssen schon offen sein, dann stößt man darauf, stolpert drüber. So ist es gedacht. Steine, die Geschichten erzählen von Verbrechen, von Leid. Familie Bachenheimer wurde in Deutschlands dunkelster Zeit deportiert. Ein Begriff, der heute wieder kursiert. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass das jemals in Deutschland wieder möglich ist. Und ich denke, das ist jetzt der Grund, auch zu zeigen, ich bin auch dabei. Und um das zu zeigen, ne? Wir sind die Mehrheit und nicht die anderen. Das wird heute Ihre erste Demonstration jemals? Allererste in meinem Leben. Heute ist der Tag. Eva, 66, geht demonstrieren. Die ehemalige Buchhändlerin stammt selbst aus einer Familie, die mal geflohen ist, vertrieben nach dem Krieg aus Pommern. Das hat sie nicht vergessen, nie abgeschüttelt. Aber es ist was in Bewegung geraten, in Dortmund und in Eva. Ich habe immer eine gewisse Distanz zu Dortmund gehabt, obwohl ich hier geboren bin. Aber wie gesagt, durch Flucht und Vertreibung meiner Familie habe ich kein so richtiges Heimatgefühl. Aber heute ist es mein Dortmund. Also finde ich großartig. Mehr als 30.000 Menschen, viel mehr als gedacht, strömen in die Dortmunder Innenstadt. Ein Querschnitt durch die Bevölkerung, jedes Alter, viele Farben, friedlich vereint. Es wird gelacht, getanzt, das Ganze hat fast schon Volksfestcharakter. Anders das Bild nur 3 Kilometer Luftlinie weiter. Die schwarze Antifa sammelt sich, 400 sind es nur, aber die Situation ist angespannt, Aggressivität spürbar. Der Stadtteil Dorstfeld gilt als Hochburg der Rechten. Im AfD-Büro ist Neujahrsempfang. Da wollen wir dann natürlich auch hin und nicht nur die große Demo, sondern auch noch direkt vor Ort, wo es dann auch zählt, Stimmung machen. Die Polizei ahnt, was daraus werden könnte. Behält die Lage aber unter Kontrolle. In Dortmunds Innenstadt gelingt das heute sowieso mühelos. Wohl auch, weil Menschen wie Eva Protest nur als sinnvoll erachten, wenn es friedlich zugeht und trotzdem entschlossen. Sie will nicht zusehen, schon gar nicht wegsehen. Klar ist, dass wir niemanden davon überzeugen können, von den Nazis demokratisch zu wählen. Aber wir können ihnen zeigen, wo ihr Platz ist, nämlich am Rande der Gesellschaft. Und denen zu zeigen, dass sie hier unwillkommen sind. Es war die erste Demonstration ihres Lebens. Und Eva sagt, es hat sich gut angefühlt, richtig. An diesem Samstag in Dortmund ist Eva also aufgestanden. Und sie war damit nicht allein. Dass offenkundig viele Menschen sich derzeit so große Sorgen machen, könnte auch daran liegen, dass wir am Anfang eines Jahres stehen, von dem man ahnt, dass da Dinge ins Rutschen kommen könnten. Dass nicht ausgemacht ist, wie der Kampf zwischen Demokraten, Autoritären und Diktatoren ausgeht. Ein Kampf, der in der Ukraine bereits zigtausende das Leben gekostet hat und ganze Generationen traumatisiert. Die Jungen, die sich vor 10 Jahren auf dem Maidan erhoben, voller Hoffnung, die heute Kinder haben, die im Krieg aufwachsen. Unsere Reporterin Anne Brühl hat ein Kinderheim in der Ukraine besucht. Hast du schon den Fisch gefüttert? Wir haben noch ein hungriges Krokodil. Marina Kosenko arbeitet als Psychologin im Kinderheim von Schitomir. Früher ging es dabei vor allem um Entwicklungsmöglichkeiten. Jetzt überlagert der Krieg vieles. Solche Übungen mit Sand helfen Kindern, Ängste abzubauen. Wir arbeiten hier deshalb mit Rollenspielen. Das ist für ein Kind wichtig, damit seine Sprachfähigkeit entwickelt wird. 53 Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen leben hier, keines älter als 6, viele mit Beeinträchtigungen. Zu Beginn des Kriegs waren sie evakuiert.
Nach dem Abzug der Russen aus der Region sind sie zurück in der vertrauten Umgebung. Dabei ist nichts wie früher. Alle Informationen bekommen sie in einer kindgerechten Form, ihrem Alter entsprechend. Sie wissen, dass Erwachsene sie schützen, dass es während der Kämpfe Erwachsene gibt, die versuchen, das Problem zu lösen. Die Direktorin nimmt uns mit in den Keller, der jetzt ein Bunker ist. Jedes Mal, wenn es Luftalarm gibt, müssen die Kinder hier runter. Nachts sind nur 2 Erzieherinnen da, um dafür zu sorgen, dass alles schnell geht. Klar haben die Kinder Ängste, das sind keine ruhigen Kinder. Für sie ist es sehr schwer zu verstehen, warum sie nachts aus ihren warmen Betten geholt und hierher gebracht werden. Das hier, sagt sie, ist der einzige Ort, wo die Kinder Fernsehen schauen dürfen. Tagsüber kommen sie gerne. Toiletten, eine Küche, alles ist da. Aber das Leben unter ständiger Anspannung ist auch für die Erwachsenen nicht einfach. Das ist eine große Qual für die Seele, das ist Schmerz, großer Schmerz. So sollte es nicht sein, aber jetzt ist das so. Und auf der Welt sollten sich Leute nicht daran gewöhnen, dass es in der Ukraine Krieg gibt. Das ist nicht nur unser Krieg, das ist der Krieg der ganzen Welt. Oben singen sie das Lied vom Frost und vom Schneemann, der den Hopatschok tanzen will. Wenigstens für ein paar Augenblicke sollen die Kinder den Krieg vergessen. Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter mit anderen Nachrichten des Tages. Es könnte in Deutschland eine weitere Parteigründung bevorstehen. Der bislang CDU-nahe Verein Werteunion will eine Partei gründen, ebenfalls mit diesem Namen. Dafür haben die Mitglieder nach Angaben des Bundesvorsitzenden Hans-Georg Maaßen mit großer Mehrheit gestimmt. Maaßen ist ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Gegen ihn läuft seit vergangenem Jahr bei der CDU ein Parteiausschlussverfahren. Zu Beginn der Grünen Woche hat das Bündnis Wir haben es satt in Berlin zu Protesten aufgerufen für eine gentechnikfreie, bäuerliche und umweltverträgliche Landwirtschaft. Insgesamt kamen laut Veranstalter etwa 8000 Menschen. Sie forderten einen Fahrplan für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und ein krisenfestes Ernährungssystem. Am Rande wurden die Forderungen auch an Agrarminister Özdemir übergeben. Iran macht Israel für einen Angriff in Syrien verantwortlich, bei dem 5 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde getötet worden sein sollen. Nach syrischen Angaben wurde durch einen Luftangriff ein Haus in Damaskus zerstört. Unter den Toten sollen auch 2 hochrangige iranische Geheimdienstmitarbeiter sein. Iran drohte Israel mit Vergeltung. Israel hat sich nicht zu dem Vorfall geäußert. Die Hamas hat immer noch vermutlich etwa 100 israelische Geiseln in ihrer Gewalt. Angehörige der Geiseln und Unterstützer fordern Israels Premierminister Netanyahu jetzt auch mit einem Protest vor dessen Haus auf, wie es hieß, mutige Schritte für ihre Freilassung zu unternehmen. Die Hamas fordert dafür bislang einen Rückzug von Israels Militär aus dem Gazastreifen. Wenn von maroder Infrastruktur hierzulande die Rede ist, von den Investitions- und Sanierungsversäumnissen der letzten Jahrzehnte, dann denkt man ja vielleicht als erstes an die Deutsche Bahn oder an Straßen- und Autobahnbrücken oder an die vielen runtergerockten Schulgebäude. Man kann das aber auch dort beobachten, wo man vielleicht annehmen sollte, dass da viel Geld fließt und alles in allem ein Top-Zustand ist in der deutschen Spitzenforschung, an den sogenannten Exzellenzzentren. Da arbeiten auch exzellente Leute, so ist es nicht. Aber in welchem Zustand manche der Gebäude sind, in denen geforscht wird, da steht einem der Mund offen. Beispiele von Isabel de la Vega. In einem Hörsaal der Marburger Philipps-Universität ist Anfang Dezember die Decke eingestürzt. Dass sich niemand im Raum befand, ist ein großes Glück. Noch ist die Ursache nicht gefunden. Vor 10 Jahren wurde hier alles saniert. Anders im 5 Kilometer entfernten Unicampus Lahnberge. 60% der Gebäude stammen hier aus den 60ern und 70ern. Sie sind sanierungsbedürftig, zum Teil gesperrt, die Fassade bröckelt. Die Philipps-Universität ist in den Naturwissenschaften für ihre Exzellenz bekannt. Doch die Studenten forschen zum großen Teil in baufälligen Gebäuden. Ich arbeite zum Beispiel im Mehrzweckgebäude und da ist es schon oft im Sommer sehr warm und im
Winter oft sehr kalt. Da sind ja auch schon Risse im Beton aufgefallen, wo es dann auch durchtropft, wenn es regnet. Zum Beispiel in der alten Anatomie, jetzt im ersten Semester, da gibt es keine ordentlichen Klimaanlagen. Wir können keinen PrEP-Unterricht an den Körperspendern im Sommer durchführen, weil es keine Klimaanlagen, keine richtigen Lüftung gibt. Das ist immer nur im Winter möglich. Es gibt auch hier Forschungsbauten, die auf dem neuesten Stand sind. Doch das Problem ist der Denkmalschutz. Die älteren Gebäude dürfen nicht abgerissen werden. Für ihre Kernsanierung aber reicht das Geld nicht. Wenn das nicht passiert, dann werden wir irgendwann nicht mehr ausreichend Flächen für Forschung und Lehre hier anbieten können. Das heißt, wir brauchen so eine Grundsanierung unserer Gebäude in den nächsten 10, 15 Jahren. Sonst kann man den Wissenschaftsstandort auch langsam herunterfahren. Marburg ist nur ein Beispiel von vielen. Mit insgesamt 60 Milliarden € beziffert der Wissenschaftsrat den Sanierungsrückstau an Deutschlands Unigebäuden. Meist hat man nicht früh genug an die Werterhaltung gedacht. Auf der einen Seite fördern wir Exzellenz in der Wissenschaft in erheblichem und substanziellem sichtbarem Maße. Auf der anderen Seite ist das nicht parallelisiert von einer ähnlichen Exzellenz bei der Modernisierung und Sanierung unserer Gebäude. Die Finanzierung ist Sache der Länder. 1,5 Milliarden € bräuchte es allein in Marburg. Es gibt aber nur 300 Millionen. Die Fördergelder seien in Hessen üppig. Das Problem sei ein anderes. Das Hauptproblem ist, dass wir in einer Konjunkturphase sind, wo wir ganz schwer rechtzeitig Handwerkerfirmen finden, Baufirmen finden, es Verzögerungen gibt. Und das führt natürlich dazu, dass der Sanierungsstau nicht schnell genug aufgelöst wird. Wie aber könnte eine Lösung aussehen? Die TU Darmstadt führt Bauvorhaben in Eigenregie ohne aufwendige Abstimmungen mit dem Land durch. Das geht schneller und spart Kosten. Mehr Autonomie bei der Sanierung von Unigebäuden, aber auch mehr Geld braucht es dringend. Bei der Handball-EM war heute Abend wieder die deutsche Mannschaft auf dem Platz gegen Österreich. Es gab ein 22:22 Unentschieden. Ausführliches dazu haben wir gleich im aktuellen Sportstudio. Und im alpinen Skirennsport gab es heute einen Abschied. Der erfolgreichste deutsche Abfahrer Thomas Dresen hat mit einem letzten Rennen in Kitzbühel seine Karriere beendet. 2018 hatte er dort auf der Streif gewonnen. Heute ging er kein Risiko mehr ein und wurde 46. mit rund 4,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger Cyprien Sarrazin. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 1, 8, 11, 25, 45, 49. Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und noch die Wetteraussichten. Morgen gibt es in der Nordseenähe einige Schauer, meist mit Regen, aber auch einigen Schneeflocken. Sonst ist es trocken. Im Südosten vor allem am Vormittag oft sonnig. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 9 Grad. An der Nordsee gibt es stürmische Böen um Südwest. In den nächsten Tagen wird es deutlich milder. Am Montag viel Regen und orkanartige Böen an Küsten und in den Bergen. Weiterhin wechselhaft bei 4 bis 13 Grad. Das war's von uns. Im aktuellen Sportstudio geht's gleich weiter. Und danach, so gegen 0:25 Uhr, gibt es die nächste Heute Express. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.